Heute gibt es mal ein Special-Thema für dich. Deine Kleidung, deine Seele, deine Würde. Und am Ende des Videos habe ich 3 Fragen für dich, mit deren Hilfe du deinen Kleiderschrank mal durchforsten kannst. Bleib also dran. Vielleicht fragst du dich, was mich denn zu diesem für meinen Kanal eher untypischen Thema bewogen hat. In meiner mittlerweile 30-jährigen Zeit als Selbstständige habe ich viele Themenfelder abgedeckt. Und im Rahmen meiner Coaching- und Beratungstätigkeit war ich 10 Jahre lang auch als Farbstil- und Imageberaterin für Fach- und Führungskräfte unterwegs, meist in Firmen, jedoch auch im privaten Kontext. Insofern kommt daher meine Ambition zu diesem Thema und auch die Fähigkeit, das in irgendeiner Weise rüberzubringen, denke ich zumindest. Aber mach dir selbst ein Bild. Ich war von 1995 bis 2005 als ganz normale Farb- und Stilberaterin unterwegs und habe nach dem 4-Jahreszeitensystem gearbeitet, wozu ich mich habe ausbilden lassen, inklusive Make-up, Styling, Stilberatung und so weiter. Und so habe ich auch meine eigenen Farbpässe entwickelt und produzieren lassen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und mein eigener Farbpass, der sah dann so aus. Ich bin nämlich von Haus aus ein Frühlingstyp, bin mit naturrot blonden Haaren geboren und viele Jahrzehnte durchs Leben gegangen. Naja, im Laufe des Älterwerdens wird eben eine andere Farbe daraus. Ich hoffe, man kann die Farben einigermaßen erkennen. Sie sind warm, sie sind hell, sie sind zart und nur ein paar kräftige Farbtöne sind mit dabei. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, warum trägt sie dann dieses dunkle Grün? Das ist in ihrem Farbpass doch gar nicht enthalten. Gegen Ende meiner Zeit als Farbstil- und Imageberaterin wurde mir immer mehr bewusst, ich hatte mich in meiner Eigenschaft als Coach und Trainerin mit psychologischen Modellen natürlich auch auseinandergesetzt, immer deutlicher und klarer, dass es weniger um das Kolorit, also Augenfarbe, Hautunterton, Haarfarbe und so weiter geht, sondern dass die Kleidung und auch die Farben eine ganze Menge mit meinem Inneren, mit meiner Psyche, mit meinem Seelen selbst zu tun haben, was ich zum Ausdruck bringen möchte, nach dem Motto Kleider machen Leute, oder aber auch in denen ich mich einfach wohlfühle. Und bei mir zeigte sich zum damaligen Zeitpunkt eine immer stärkere Diskrepanz zwischen dem, was man von einem Frühlingstyp und dem entsprechenden Kolorit erwarten würde, was ich dann auch vermittelt habe, und dem, wie ich mich innerlich fühlte. Ich bin so eher dieser locker leicht flockig Typ oder kann es zumindest sein. Das ist eine Seite von mir. Und im Gegenzug dazu fehlt es mir mitunter an Erdung. Erdung mache ich viel über Essen. Gutes, auch etwas schwereres Essen erdet. Gott sei Dank sieht man mir es nicht in Form von Kilos an. Aber dunkle Farben bringen Standing, bringen Bodenhaftung und dieses Grün sowieso. Auf Schwarz verzichte ich generell, einfach weil mir die Schwingung von Schwarz persönlich nicht passend und stimmig zu meiner Seele erscheint. Jetzt schau einfach mal, dieses Dunkle, wie wohl es mich erdet und mir damit gut tut, mir ein Wohlfühlen ermöglicht, so macht es hier doch harte Kanten in diesem Kinn-Hals-Bereich und lässt mich vielleicht mitunter härter erscheinen, als ich im privaten Kontext möglicherweise rüberkomme. Jetzt zeige ich dir das mal. Ich habe hier ein cremeweißes Tuch. Achte mal auf die Kinnlinie und Hals. Siehst du das? Die Schatten verschwinden. Es sieht gleich weicher aus. Jetzt kommt noch dazu,
Und das haben viele verschiedene Persönlichkeitstests bei mir zum Beispiel offenbart. Ich liege in vielerlei Hinsicht dazwischen. Was bedeutet das? Vielleicht kennst du das DISC-Modell. Dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft. Dieses Vier-Quadranten-Modell. Ich bin so dazwischen, zwischen extrovertiert und manchmal introvertiert. Ich kann rausgehen unter die Leute, ich brauche aber auch meinen Rückzug. Ich bin zum einen der sachlich-logische Typ und zum anderen aber auch der sehr intuitive Typ, der sich nach seiner Intuition richtet. Und mir wurde im Laufe der Zeit immer klarer, dass ich so in der Mitte dazwischen bin, zwischen weiblichen und männlichen Anteilen. Das heißt, männliche und weibliche Energien sind in mir relativ ausgeglichen. Und ich glaube, dass das auch im Zuge der Entwicklung unserer Menschheit ein Prozess sein wird, der viele Menschen auch betreffen wird. Dieses so sich austarieren zwischen männlichen und weiblichen Energien. Insofern wirst du, was meinen Kleidungsstil betrifft, ganz oft auch eine Kombination aus vielleicht eher männlich empfundenen Aspekten und weiblichen Aspekten du feststellen können. Meine Kinder sagen zum Beispiel immer, die Mutter mit ihren Westen. Ja, ich trage sie gern und ich trage auch gern Blazer und dazu dann eben einen Rock. Hosen habe ich eher weniger. Bin ich zu einer Beerdigung oder einem anderen traurigen Anlass eingeladen, trage ich eben gedeckte Farben, aber mit Sicherheit kein Schwarz. Die meisten Menschen machen sich Gedanken darum, was sie anziehen, morgens, wenn sie zur Arbeit gehen oder wenn sie zu einer Feierlichkeit eingeladen sind, eine Hochzeit zum Beispiel, oder wenn sie in den Urlaub fahren, überlegen sie, was in den Koffer soll und was zu Hause bleiben kann und. Lass uns jetzt über ein paar Dinge sprechen, auf die du deine Aufmerksamkeit richten kannst, wenn du magst, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, was für dich persönlich stimmig sein kann und was vielleicht nicht. Und wo es gilt, möglicherweise den Blickwinkel ein bisschen zu verändern. Und ich mache an dieser Stelle gleich mal eine Triggerwarnung. Überlege immer, inwieweit das, was ich sage, dich vielleicht triggert, wo du dann sagst, ne, das passt mir überhaupt nicht, das sehe ich ganz anders. So sei es. Wir sind alle individuell und das Ganze sind nur Inspirationen. Ganz sicher, wenn du zu einer Hochzeit zum Beispiel eingeladen wirst, wirst du nicht in Jeans und T-Shirt erscheinen, es sei denn, dass es eine sehr legere Hochzeit, die fernab jeglicher Konvention ist, sondern du wirst dich dem Anlass entsprechend kleiden, wirst schauen, dass du selbst dich wohlfühlst, das ist das eine, dass es dem Anlass entspricht und dass du möglicherweise einen Dresscode, so nennt man das, in der Einladung berücksichtigst. Und dazwischen in diesem Dreieck kannst du dich bewegen. Jetzt werden die Temperaturen mit dem Fortschritt des Frühlings im Übergang zum Sommer steigen. Die Winterklamotten fallen weg und es wird wieder mehr Haut gezeigt. Und da gibt es aus meiner Sicht, und das ist meine Sicht, die dir möglicherweise etwas altmodisch vorkommt, ein paar No-Gos, auch wenn die Modeindustrie uns anderes glauben machen möchte. Ich persönlich zum Beispiel bin der Auffassung, dass egal wie alt eine Frau oder ein Mann auch sein mögen, Kleidung 2 Nummern unter der Haut einfach zu eng sind. Es wirkt aus meiner Sicht unwürdig und vor allen Dingen auch unästhetisch. Das Dekolleté einer Frau sollte immer noch, ja, ich will es mal so ausdrücken, die Dame, die Würde einer Frau erkennen lassen. Genauso wie die Art der Stoffe. Zum Beispiel
Eine weiße Hose, eng anliegend, aus sehr dünnem Stoff, worunter jegliche Art der Unterwäsche sich abzeichnet, ist aus meiner Sicht etwas, das kann man im Garten zu Hause machen, aber nicht auf der Straße beim Stadtspaziergang. Bei den Männern, selbst wenn diese merkwürdigen Jogginghosen ähnlichen Etwasse, die die Beine bekleiden, gerade sehr in Mode sind. Ich finde es sehr süß bei einem kleinen Kind, bei einem reiferen Mann, gleich welchen Alters, spätestens wenn er eine Weile drin gesessen hat, beult der Hintern aus, die Knie beulen aus und dann ist jegliche Würde vorbei. Ich frage mich dann, wo bleibt die Selbstliebe? Wo bleibt der Selbstausdruck? Hat dieser Herr sich denn je im Spiegel angeschaut? Und das ist aus meiner Sicht auch eine gute Idee. Geh einfach mal an deinen Kleiderschrank, nimm dir deine Lieblings- oder auch nicht ganz so beliebten Kleidungsstücke vor, ziehe sie an, tritt vor einen Ganzkörperspiegel mit einem Handspiegel in der Hand und schau dich von allen Seiten an. Von vorn siehst du dich ja sowieso, aber auch von der Seite und vor allem von hinten. Wenn du Single bist, ja, Freunde haben mitunter andere Auffassung. Sieh selbst kritisch in den Spiegel und frage dich, ob das, was du da siehst, dem entspricht, was du nach außen transportieren möchtest. Lass uns jetzt die 3 Fragen betrachten, die dir helfen können, ein paar Klamotten aus deinem Kleiderschrank auszusortieren und die dir hilfreich zur Seite stehen beim nächsten Kauf von neuer Kleidung. Die erste Frage lautet: Welche Kleidung widerspiegelt dein wahres Selbst, dein Seelenselbst, möchte ich es mal nennen? Das setzt natürlich voraus, dass du erstmal tief in dich gehst, in dein Herz gehst und dir überlegst, ja, was ist denn eigentlich mein wahres Selbst? Und das, was du da heute in deinem Herzen spürst, kann etwas ganz anderes sein als das, was du noch vor 15 oder 20 Jahren geantwortet hättest. Die zweite Frage lautet: Wie kann ich die Harmonie von Körper, Geist und Seele mit meiner Kleidung authentisch zum Ausdruck bringen? Die dritte Frage, und einiges davon habe ich zuvor auch schon so ein bisschen anklingen lassen: Was lässt für den Betrachter von außen meine Würde als Frau, als Mann oder auch als jemand, der sich genau dazwischen empfindet, erkennen? Ich hoffe, dass diese Inspirationen hilfreich für dich sind. Ich wünsche dir gute Entscheidungen beim Tritt vor deinen Kleiderschrank und danach vor den Spiegel. Eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.